Sommer, Sonne, Bier und Bratwurst. Beim TFB Talk, da widmen wir uns heute Deutschlands Volkssport Nummer 1, dem Grillen. Sie darf hierzulande einfach nicht fehlen, die Bratwurst. Es gibt sie in einer unglaublichen Vielfalt, denn sie hat inzwischen auf dem Grillrost so einiges an Konkurrenz bekommen. Auf dem Markt ist ordentlich Feuer und wer könnte uns mehr erzählen über die perfekte Bratwurst als die Kollegen von Deutschlands zweitgrößten Wursthersteller. Ich sage hallo und herzlich willkommen, Thomas Harsch, hier bei uns an der Feuerstelle, Werksleiter von The Family Butchers in Vörden. Hallo, ich freue mich, heute hier zu sein. Ich freue mich, dass Sie da sind. Und natürlich die beiden Gesellschafter von Infamily Foods Holding sind auch bei uns, Dr. Wolfgang Kühl und Hans-Ewald Reinert. Ja, vielen Dank. Ja, schön, dass ich wieder hier sein darf. So, erzählen Sie mal, wo wir hier gerade so schön am Feuer zusammensitzen. Was darf denn bei Ihnen auf keinen Fall auf dem Grillrost fehlen? Also bei mir kommt auf jeden Fall ein Rindersteak, gerne auch Dry-Aged auf den Grill. Und eine schöne Rostbratwurst, die darf auch nicht fehlen. Also bei Ihnen würde ich auf jeden Fall schon mal zum Grillen vorbeikommen. Wie sieht es bei Ihnen aus? Ja, bei mir ist es das klassische Schweinenackensteak, gerne auch mariniert mit Paprika. Ganz gerne Ribeye, gut marmoriert. Und die Herzenssache Bratwurst natürlich. Jetzt machen Sie mir langsam Hunger. Und Herr Harsch, wie sieht es bei Ihnen aus? Ja, ich schließe mich Dr. Kühl an. Bei mir kommt auch ein Rindersteak auf den Grill und anschließend Bratwurst. Also ich sehe schon, Grillen ist eine sehr individuelle Sache und vor allen Dingen gibt es einen riesigen Wachstumsmarkt. Bevor wir uns ganz der Bratwurst widmen, wollen wir uns jetzt erstmal das Umfeld ein bisschen genauer ansehen. Circa 1,6 Milliarden Mal im Jahr wird in Deutschland gegrillt. Dabei zünden rund 93% der Haushalte regelmäßig ein Feuer an. Damit sind wir Europameister. Auch bei der Ausrüstung wird nicht gespart. 2021 wurde Grillgerät für rund 35 Millionen Euro umgesetzt. Das Grillfleisch hingegen wird eher günstig gekauft. 37% der Konsumierenden geben an, gezielt nach hochwertigem Grillgut zu greifen. Davon kaufen 69% im Lebensmitteleinzelhandel und 42% im Discounter ein. Haltungsformen spielen dabei noch keine allzu große Rolle. Rabatte ziehen hier mehr. Was für 85% der Grillfreundinnen und Freunde auf keinen Fall fehlen darf, eine gute Bratwurst. Und da sind wir in Deutschland absolute Weltspitze, was die Vielfalt angeht. Geschätzt gibt es mindestens 50 verschiedene Sorten. Und davon genießt statistisch jeder von uns ca. 2,7 Kilogramm pro Jahr. Das sind rund 84 Bratwürste auf jedem Teller. Milliardenfach wird das Feuer entfacht und das ist natürlich eine Riesenherausforderung, denn solche Mengen, die müssen ja auch erstmal in die Supermarktregale, oder? Ich könnte mir vorstellen, das ist nicht so einfach zu bewerkstelligen. Nein, die Menge ist schon eine Herausforderung für uns, aber als Unternehmen unserer Größe ist man mit solchen Mengen vertraut und man will ja auch dafür sorgen, dass immer Frische und Qualität auf den Teller kommt. Aber über welche Größenordnungen reden wir denn jetzt hier? Also wir haben in 2020 8.500 Tonnen Bratwurst produziert. Das ist für das Werk Vörden ca. 30% der Gesamtmenge. Spielt sonst noch irgendwas eine Rolle? Ja, ganz sicherlich das schöne Wetter. Also, wenn wir jetzt, sagen wir mal, ein schönes Mai-Wochenende vor uns haben, dann gehen unsere Auftragsbestellungen in die Höhe. Und mit einer guten Woche verkaufen wir dann bis zu 4 Millionen Bratwürste, die dann von unserem Hof gehen. Ja, aber genau die hat man ja auch nicht unbedingt jederzeit im Kühlregal, oder? Nein, wir produzieren natürlich im Voraus. Das wird abgeschätzt, die Mengen, die wir aufgrund von Erfahrungen dann auf ein Lager fahren. Allerdings sind die Mengen da auch begrenzt. Und wir wollen natürlich auch weiterhin Frische und Qualität liefern. Ich höre so raus, das sind viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Wie genau meistern Sie denn jetzt die ganze Planung? Ja, da braucht man ganz, ganz viel Erfahrung. Wir wissen aus der Vergangenheit ungefähr, in welchen Konstellationen wir wie viel Bratwurst verkaufen. Da spielt das Wetter eine Rolle, da spielt aber auch das Aktionsgeschäft des Handels eine Rolle, aber auch natürlich die Feiertage, die irgendwo mal in der Woche oder am Wochenende liegen. Und all das planen wir und lassen es in unsere Planung einfließen.
Es klingt trotzdem ziemlich anspruchsvoll, aber ich höre da so raus, dass der Sommer ganz klar Ihre Hochsaison ist, oder? Ja, wir haben im Sommer Personalbedarf von 15% über dem normalen Personalbedarf. Das heißt, wir engagieren dann Mitarbeiter und die Menge muss dann natürlich auch bewältigt werden. Das wird mit Wochenendschichten gemacht und natürlich auch mit Überstunden. An dieser Stelle möchte ich auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern recht herzlich danken für ihren Einsatz. Und da sind wir gerade beim Thema, weil Wochenendschichten und Überstunden, das hört sich hier wirklich nach einer Extraportion Einsatz der Mitarbeiter an. Ja, so viel Bratwurst frisch auf den Grill bei so vielen deutschen Verbrauchern oder auch europäischen Verbrauchern. Die Bratwurst, die wir in Vörden produzieren, gehen in viele europäische Länder auch. Ja, das bedarf neben der Erfahrung natürlich unglaublich viel Engagement, aber auch viel guter Technik und Technologie. Und auch immer Investitionsbereitschaft, immer wieder auch Next Level zu erreichen in Sachen Technik und Qualität und Hygiene. Aber entscheidend muss man ganz klar sagen, und da gebe ich Herrn Hartsch recht, das sind immer die Sonderschichten, auch die Einsätze unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Wochenenden. Wenn schönes Wetter ist, wird dann auch in den Bratwurstbereichen auch hart gearbeitet. Also das ist Teamwork und die Erwartungen, die sind mit Sicherheit hoch, nicht nur auf Seiten der Bratwurst-Fans, oder? Ja, der Handel hat natürlich auch große Erwartungen an uns. Bratwurst ist ein ganz wichtiger Umsatzbringer, ganz besonders natürlich in der Grillsaison. Und da möchte der Handel ja auf gar keinen Fall leere Regale haben. Und das führt natürlich dazu, dass wir teilweise immensen Produktionsdruck haben. Und da ist es unsere Herausforderung, nicht nur die Menge zu liefern, sondern natürlich auch unter allen Bedingungen unsere Hygiene- und Qualitätsstandards auch einzuhalten. Ja, und wie genau sichern Sie dann die Qualität und Hygienestandards? Ja, wir setzen wie in anderen Bereichen auch immer auf einen top investierten Maschinenpark. Wir haben in den letzten Jahren auch hohe Beträge in unsere Bratwurstproduktion investiert, zum Beispiel in eine neue Koch- und Kühlanlage. Und wir setzen im Allgemeinen auf ein wirklich hohes Maß an Automatisierung, immer gepaart mit einem tiefen Know-how der Mitarbeiter, mit einem hohen Ausbildungsgrad der Mitarbeiter. Nur so kann man wirklich die Prozesse optimal steuern und auch die hohen Hygienestandards dann noch einhalten. Aber ich sehe schon, so eine Bratwurst, die ist leichter gegessen als gemacht, Herr Hartsch. Ja, die Produktion ist schon aufwendig und vor allen Dingen bei den vielen Rezepturen, die wir haben. Und daraus ergeben sich natürlich auch eine ganze Anzahl an Bratwurstsorten, die wir produzieren. Und die müssen ja auch immer frisch zur Verfügung gestellt werden. Qualität hat also immer höchste Priorität. Wobei, dabei geht es ja nicht immer nur um Frische, oder? Absolut richtig. Es geht heute auch vor allen Dingen um Nachhaltigkeit und mehr Tierwohl in unserer Branche und auch sicherlich in anderen Branchen. Aber da können wir in der TFB auch schon ein wunderbares Produkt anbieten. Nämlich unter der Marke Reinhard Herzenssache haben wir Bratwürste kreiert, genau die diesen Anforderungen an Nachhaltigkeit und mehr Tierwohl erreichen. Also eine richtig gute Sache. Und es gibt auch pflanzliche Alternativen bei Infamily Foods, richtig? Ja, wir werden ja im Herbst mit The Plantly Butchers, unserer Marke Billy Green, in den Markt reingehen. Da wird es im Herbst noch keine Grillprodukte geben, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir nächstes Jahr, also 2023 im Frühjahr, dann auch die ein oder andere leckere Grillalternative auf pflanzlicher Basis haben werden. Und der Kreativität sind ganz offensichtlich keine Grenzen gesetzt. Aber wie genau schaffen Sie es denn, Ihre Kunden wirklich immer wieder neu für Ihre Bratwurst-Klassiker und die neuen Ideen zu begeistern? Ja, wie gesagt, wir brauchen unbedingt Kreativität und da sind auch keine Grenzen gesetzt. Wir machen also auch häufiger mal kleine Wettbewerbe, Ideenwettbewerbe. Also das ist nicht nur der Fleischermeister und der Geselle, die sich Gedanken machen, sondern wir machen auch über eine Incentivierung Ideen, wo viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch ihre Ideen reinbringen. Deswegen haben wir auch unsere Auszubildenden da mit ins Rennen genommen und da kommen tolle Ideen. Also Kreativität ist der Schlüssel, höre ich daraus. Und weil man das natürlich nicht mal eben so macht, arbeitet bei TFB ein ganzes Team von Produktentwicklern und Kreativen an den Rezepturen. Und genau die haben wir mal besucht. Die Bratwurstmacher von The Family Butchers haben mehr als 11 verschiedene Sorten im Angebot und entwickeln immer wieder neue, spannende Rezepturen. 2021 wurde innerhalb von nur 10 Wochen eine neue Bratwurstlinie in Betrieb genommen, die bis zu 5000 Kilo Bratwurst pro Stunde produzieren kann. Im Jahr werden hier am TFB-Standort in Vörden rund 8500 Tonnen Bratwurst hergestellt.
Ein echtes Saisongeschäft, bei dem im Schichtbetrieb und am Wochenende gearbeitet wird, um den Hunger nach Bratwurst zu stillen. So, wer hat Lust auf Grillen? Gehört ja auch irgendwie zu. Dem Sommer immer dazu. Absolut, absolut. Ein Highlight. Und Bratwürstchen gehören auch immer auf den Grill. Haben wir hier schon liegen. Gibt es eigentlich die eine Bratwurst? Also ehrlich gesagt, nein. Also Deutschland ist ja nun ein Kulturland von Würsten schlechthin mit über 1500 Sorten. Und da gibt es auch ganz viele verschiedene Bratwürste, nicht nur die Nürnberger oder Thüringer oder die Weißwurst, die wir kennen, sondern man kann sagen, fast jede Region hat sozusagen die eigene Bratwurst. Gehört irgendwie zur Kultur der Deutschen ein bisschen mit dazu. Und habt ihr denn so eine Bratwurst, die besonders gut läuft bei euch? Also wir haben eine Sorte, ich sage jetzt mal unsere klassische Sorte mit Thymian, Majoran, mittelfein gekörnt. Die verkaufen wir schon sehr, sehr gut. Also in manchen Wochen, wenn die Sonne sehr hoch steht, bis zu 4 Millionen Bratwürste die Woche. Das ist ja der Wahnsinn. Wie sind denn genau die aktuellen Trends bei der Bratwurst? Also ich denke, diese Saison können wir uns auf Chili-Käse besonders freuen. Vielleicht kriegen wir auch was hin in Richtung Dry-Aged. Ich denke, das werden spannende Themen sein und unsere Produktentwicklung ist da heiß dran an den Sachen und die Konsumenten können sich auf einige interessante Sorten freuen. Mir läuft definitiv schon das Wasser im Mund zusammen. Aber wir müssen natürlich noch die wichtigste Frage von allen klären. Bratwurst mit Ketchup oder doch lieber mit Senf? Also ich bin da Purist, ich esse sie gerne so. Also für mich muss es eindeutig mit Senf sein. Also ich bin auch sehr klassisch. Ich mag da den Löwensenf besonders. Ehrlich? Soll ich Ihnen was sagen? Ich bin da überhaupt nicht festgelegt. Hauptsache es schmeckt. Ja, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Ab an die Wurst. Und wenn Sie jetzt auch Lust bekommen haben auf eine leckere Bratwurst, bisschen grillen bei sich zu Hause auf der Terrasse oder im Garten, ja dann los. Schauen Sie im Supermarkt Ihres Vertrauens nach den neuesten, alten Klassikern der Bratwurst. In diesem Sinne machen Sie es gut. Guten Appetit. Bis dahin. Tschüss.